Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir neben der Basis Icon Upgrade SBC zwei individuelle Icon SBCs bekommen. Zum einen hatten wir Miroslav Klose, den ich bereits in einem Video für euch gelöst und gezeigt habe, und zum anderen haben wir jetzt noch JJ Okocha. Wir schauen uns die Karte von Okocha natürlich im Detail an und gehen natürlich auch gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 450 bis 480.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt. Oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Kauft ihr euch diese Karte auf dem freien Transfermarkt, bezahlt ihr deutlich weniger. Zum aktuellen Zeitpunkt auf der PlayStation 4 bzw. 5 305.000 Coins. Natürlich kann da auch dort sich der Preis stark variieren. Vielleicht gab es ein paar Panic Sales, als diese SBC rausgekommen ist, aber grundsätzlich ist die SBC deutlich teurer. Und es gibt nicht viele Gründe, warum man diese SBC abschließen sollte, wenn man vielleicht keine Untrades im Verein hat. Ja, vielleicht noch die Packs. Die sind auch noch schön, es gibt ungefähr so 60.000 bis 70.000 Coins an Packs zurück, aber grundsätzlich, sollte man es sich damit nicht so schön rechnen. Trotzdem wollen wir uns jetzt erstmal den Spieler anschauen. Und der Spieler begann seine Karriere übrigens bei Borussia Neunkirchen. Das habe ich hier in der Historie gesehen, könnt ihr euch gerne anschauen. Hier schreibt auch, beziehungsweise hier wird auch noch klar gemacht, dass Okocha auch einen Oliver Kahn sehr, sehr schwindelig gespielt hat und er sich daran auf jeden Fall noch erinnert. Und diese Karte handelt ja auch von seiner Frankfurter Spielzeit, deswegen vielleicht finden sich einige mit dieser Karte sehr, sehr verbunden und möchten sie auch deswegen abschließen. 5 Sterne Skills hat er, 4 Sterne schwacher Fuß, auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, auch mit seiner Pace, die er grundsätzlich so mitbringt, 88 Tempo, das ist schon mal sehr gut. Ikone, da muss ich ja auch gar nichts erwähnen mit der Verlinkbarkeit. Wir haben einen 91er Antritt, ja, das ist schon ziemlich gut. 75 Ausdauer, ja, das könnte besser sein. Ich sehe diese Karte, nicht unbedingt auf dem Flügel, ich sehe sie sogar tatsächlich eher als ZOM. Er bringt 4 Beweglichkeit mit und grundsolide Karte. Flair-Schuss hat er auch noch. Gar nicht so verkehrt. Für den Preis, ich weiß nicht, könnten wir gerne eure Meinung dazu sagen. Macht man damit viel falsch, wenn man diese Karte sich auf dem Transfermarkt kauft für 305.000 Coins momentan? Ja, es gibt viele Karten, aber es gibt halt auch JJ Okocha. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt genau diese SBCs mal im Detail an. Wir haben sehr, sehr viele und deswegen die ersten, die mache ich nicht mit euch. Da könnt ihr einfach auf den Transfermarkt gehen, auf eine Nation und holt euch dann 11 Bronzespieler bzw. 11 Silberspieler. Und dann fangen wir mit der erstklassig SBC einmal an und wir haben folgende Bedingungen. Team of the Week oder Foot Champions braucht man mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 82, Teamchemie 80 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt snipen. Ihr habt genauso wie bei Miroslav Klose 30 Tage Zeit, diese SBC abzuschließen und dann könnt ihr ihn zumindest nicht mehr als SBC in diesem FIFA-Teil mit seiner Base-Karte abschließen. Dann würde ich sagen, legen wir los, let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 18.000 Coins. Jetzt schauen wir uns die dritte bzw. die vierte SBC an. Das ist so richtig. The Artist. Bundesliga braucht man mindestens einen Spieler. Team of the Week oder Foot Champions mindestens einen Spieler. Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 75 und hier ebenfalls 11 Spieler. Und auch hier wollen wir einmal fix durchgehen. Let's go.
Und damit haben wir auch die Artist SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 19.000 Coins. Dann die nächste Klasse aus Paris und hier brauchen wir einen Spieler von PSG, Team of the Week oder Foot Champions, mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 84, Team Chemie 70 und hier natürlich ebenfalls 11 Spieler. Let's go! Und damit haben wir auch die Klasse aus Paris SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür 37.000 Coins. Ja, wir haben noch weitere SBCs. Liga-Klasse ist die nächste. Und hier brauchen wir einen Premier League-Spieler, Team of the Week oder Foot Champions. Teamgesamtbewertung 85, Team Chemie 65 und hier natürlich ebenfalls 11 Spieler. Und auch hier gehen wir gemeinsam durch. Let's go! Und damit haben wir auch die Liga-Klasse SBC gelöst und Kostenpunkt hierfür circa 87.000 Coins. Und zwei SBCs haben wir noch. 86 und 87 starten wir mit der 86er SBC und hier haben wir folgende Bedingungen: Team of the Week oder Foot Champions mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 86, Team Chemie 60 und natürlich 11 Spieler. Und zum vorletzten Mal gehen wir hier fix durch. Let's go! Oh, damit haben wir auch diese SBC gelöst. Ich war ein bisschen irritiert, weil wir ja Tadic im Tor stehen haben. Ihr könnt natürlich jeden beliebigen 84er hier auch auf diese Position stellen, weil die Chemie ist nicht mehr so wichtig mit 60. Da kriegt man auch einiges anders gebaut. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die letzte SBC an. Kostenpunkt hier für die 86er war noch 120.000 Coins. 87er SBC. Das ist die letzte und hier brauchen wir natürlich eine Teamgesamtbewertung, wie es der Name verrät, von 87, Team Chemie 55 und hier natürlich 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch und dann haben wir es auch schon wirklich geschafft. Let's go! Und auch ein Bruno Fernandes ist tatsächlich schon SBC-Futter. Und auch hiermit sind wir einmal durch. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu, wer es bis hierhin geschafft hat. Das war auf jeden Fall ordentlich Arbeit. Zum einen für mich, aber auch für euch. Und der Kostenpunkt für die letzte SBC beträgt so circa 170.000 Coins. Also da kommt einiges zusammen, auch einiges an Packs. Ja, ob es dann hier ein 20k Pack oder ich glaube auch ein 30k Pack gesehen zu haben. Genau, das war ein 30k Pack. Ja, es gibt einige Packs. Wie gesagt, circa 60.000 bis 70.000 Coins, aber dafür macht man es nicht. Ich drücke euch aber trotzdem die Daumen, dass ihr dort was Ordentliches zieht und wartet auf jeden Fall immer ab,
dass irgendein Special Event ist und zieht dann erst die Karten, weil dann lohnt es sich am meisten. Die Goldkarten sind nämlich, abgesehen von 3 oder 4 Stück, ja, schon fast nichts mehr wert. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Okocha. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Und wenn ich das getan habe, könnt ihr mir auch gerne weiterhelfen mit einem Like oder einem netten Kommentar. Gerne auch schon mal Feedback zu der Karte. Habt ihr ihn gespielt? Übrigens, ja, falls ihr ihn noch als Leihversion mal abschließen wollt. Ich weiß nicht, wie viel das hier genau kostet. Ich gucke nochmal eben. Ja, ich denke so 5.000 Coins müssen wir dafür bezahlen. Das ist nicht der Rede wert. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal in den Verein stellen und dann habt ihr ja eine Karte, die ihr in den Freundschaftsspielen auch tatsächlich unendlich viel spielen könnt und ihr könnt euch mal einen Ersteindruck von ihm verschaffen. Das soll es gewesen sein und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal komplett kostenfrei abonniert. Ja, dann könnt ihr zukünftig auch kein Video mehr verpassen. Ich glaube, das passiert aber tatsächlich nur, wenn man dann noch zusätzlich die Glocke aktiviert. Müsst ihr nicht machen, das ist ein Bonus. Wie alles grundsätzlich. Und ja, in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace. Langes Video.